Die Erde, wie sie entstanden ist und was im Laufe vieler Jahrhunderte passiert ist. Eine 10-minütige interessante Chronologie von Ereignissen, die vor Milliarden von Jahren begann und heute endet, wo Sie und ich leben. Lassen Sie uns spirituell fast 5 Milliarden Jahre zurückgehen und was werden wir sehen? Unsere Erde ist noch nicht erschienen, aber ein neuer Stern ist geboren. Das ist unsere Sonne, umgeben von Sternenstaub. In diesem Moment begann das Interessanteste zu passieren. Der Weltraumstaub im Weltraum begann sich zu sammeln und allmählich begannen sich kleine Steine zu bilden. Es war wirklich ein magischer und einfacher Prozess, der eine lange Zeit dauerte. Die Schwerkraft hat diese Steine Millionen von Jahren gezogen. Vor 4,5 Milliarden Jahren hatte unsere Erde eine kugelförmige oder genauer gesagt eine ovale Form, aber bisher ist sie ein Feuerball. Die Bodentemperatur übersteigt 1200 Grad Celsius. Nur Kohlendioxid und Stickstoff umhüllen den Boden, keine Luft. Die Erde besteht aus flüssiger Lava und hat noch keine feste Oberfläche. Zur gleichen Zeit geschah etwas Unerwartetes. Ein Planet, fast so jung wie unsere Erde, namens Theia, fliegt plötzlich mit einer Geschwindigkeit von etwa 15 Kilometern pro Sekunde auf die Erde zu. Ein Planet von der Größe des Mars nähert sich schnell der Erde. Es kam zu einer vollständigen Kollision. Nur 1000 Jahre später bildete sich um die Erde ein Saturnähnlicher Ring, aus dem noch eine Weile später eine Kugel mit einem Durchmesser von etwa 3000 Kilometern entstand. So wurde unser Mond geboren, und der Mond war ursprünglich viel näher an der Erde als jetzt. Durch den Aufprall drehte sich die Erde sehr schnell und der Tag dauerte nur um 06:00 Uhr. Vor 600 Millionen Jahren begannen Meteoriten auf die junge Erde zu fallen und diese Meteoriten tauchten in großer Zahl bei der Schaffung des Sonnensystems auf. Jeder Meteorit enthält eine kleine Menge Wasser. Seit 20 Millionen Jahren fallen Meteoriten auf die Erde. Während dieses langen Angriffs begannen sich Gewässer auf der Erde zu formen. Die Temperatur auf der Erde hat sich auf 70 Grad Celsius abgekühlt, aber der Kern der Erde ist immer noch so heiß. Aufgrund der Anhäufung großer Mengen Wasser und Lava begann der Planet von der Kruste bedeckt zu werden und wurde später als Erde bezeichnet. Das Wasser, das wir jetzt auf der Erde sehen, das Wasser, das wir verwenden, ist also jenseits. Dieses Wasser ist Millionen von Jahren alt. Dank der starken Schwerkraft des Mondes, der noch ganz nah an der Erde liegt, wüten die Ozeane seit Millionen von Jahren mit unglaublich furchtbarer Kraft. Im Laufe der Zeit bewegte sich der Mond allmählich vom Ozean entfernt. Der Ozean beruhigte sich und die Erde begann zu verlangsamen. 700 Millionen Jahre nach ihrer Schöpfung ist die Erde von Ozeanen bedeckt und nur kleine Inseln sind überall zu sehen. Da brach die noch nicht vollständig abgekühlte Lava durch das Wasser und frierte wegen der großen Menge an Wasser ein. So begannen sich auf der Erde Inseln zu bilden, die Wissenschaftler später vulkanische Inseln nannten. 3 Milliarden Jahre später, als unser Planet mehr oder weniger wie der Planet wurde, auf dem Sie und ich jetzt leben, fallen die Meteoriten weiter, aber sie bringen mehr als nur Wasser auf die Erde. Wenn der Meteorit auf den Meeresboden fällt, beginnt vor Kontakte mit Wasser verschiedene Chemikalien freizusetzen, die im Prozess mit Wasser und anderen Substanzen entstehen.
Aufgrund verschiedener Reaktionen beginnen mikroskopische Organismen, einzellige Bakterien zu erscheinen. Es ist unglaublich, aber so beginnt das Leben zu erscheinen. Es ist ein Wendepunkt in der Geschichte unseres Planeten, aber seit hunderten Millionen Jahren haben sich die einzelligen Bakterien nichts verändert, sondern haben nach und nach Kolonien aus ihnen entstanden. Stromatolith. Die Unterwasserstromatolithen beginnen mit Hilfe des bekannten Wortes Photosynthese Sonnenlicht aufzunehmen und beginnen mit Hilfe des Sonnenlichts Kohlendioxid, Wasser und Glucose zu verarbeiten und sie in Sauerstoff umzuwandeln. Die Ozeane werden langsam mit Sauerstoff gefüllt, wodurch die Reste von Meteoriten und Lava in Eisen umgewandelt werden, das der Mensch aktiv für den Bau nutzen wird. Der Sauerstoff sammelt sich allmählich auf der Wasseroberfläche und beginnt eine Atmosphäre zu bilden. Es stellt sich heraus, dass es ohne diese Stromatolithen keine Lebewesen geben würde. Weitere 2 Milliarden Jahre sind vergangen und der Sauerstoffgehalt auf der Erde wird immer höher. Die Erde dreht sich immer langsamer und die Tage werden immer länger. Vor 1,5 Milliarden Jahren, als die Erde fast alle Bedingungen für das Leben geschaffen hatte, brachte die heiße Lava im Kern und unter Wasser neue Überraschungen. Die heißen und unterwasseren Platten begannen sich aufzuspalten und tauchen aus dem Wasser heraus, wodurch sich allmählich Kontinente bildeten. Immer noch leblos und riesig, einige Teile der Erde ähneln dem Mars. Aber fast alles ist für eine neue Wendung in der Geschichte der Erde, die Koevolution des Lebens, vorbereitet. Die ganze Erde begann vulkanische Aktivität. Die Erde zerfällt in Stücke und bildet neue Kontinente, und das von der Erde ausgestoßene Kohlendioxid mischt sich mit Wasser und bildet sauren Regen, der wiederum von den Gesteinen absorbiert wird. Viele Gesteine enthalten also heutzutage Kohlendioxid. Innerhalb von nur 1000 Jahren sank die Temperatur auf minus 50 Grad Celsius. Unser gesamter Planet ist mit bis zu 3 Kilometer dickem Eis bedeckt. Aus dem Eis wird das gesamte Sonnenlicht und die gesamte Wärme von der Erde zurück in den Weltraum reflektiert. Aber der Permafrost der Erde ist nicht dauerhaft. Der Kern der Erde ist immer noch genauso heiß und der Planet ist voller Vulkane, die CO2 in die Atmosphäre ausstoßen. Aus dem Eis ist kein Gestein zu sehen, auf dem es wachsen kann. Daher umhüllt es die Atmosphäre und schafft so eine warme Abdeckung auf der Erdoberfläche. Der Kampf zwischen Hitze und Kälte dauerte 15 Millionen Jahre und schließlich begann das Eis zu schmelzen. Durch die chemische Reaktion zwischen Eis und Sonne erhöht sich der Sauerstoff um ein weiteres Niveau. Vor 600 Millionen Jahren vor unserer Zeit waren die Temperaturen ähnlich wie unsere. Während der Eiszeit starben alle Bakterien, nur diejenigen, die sich in den Tiefen des Ozeans befanden, waren übrig. Es waren diese Bakterien, die sich vor 540 Millionen Jahren zu entwickeln begannen. Durch den Anstieg des Sauerstoffgehalts im Ozean entstanden aus den Bakterien die ersten Weichtiere, die allmählich zu wachsen begannen und sich in ihnen Skelette zu entwickeln. Es tauchten die ersten Schwammwürmer und 3 Arten von Schizogasterin auf, die entfernte Verwandte der ersten Insekten waren. Fast unsichtbare Bakterien sehen nun aus wie die ersten Molluskenmonster. Sie ist Reismilch. Sie ist Milch. Reis ist eines der ersten Fleischfresser auf unserem Planeten und Trilobiten sind zu ihrem Lieblingsfutter geworden. Tausende verschiedener Pflanzen- und Tierarten gedeihen bereits im Ozean. Aber all diese schon ziemlich komplexen Kreaturen können noch nicht an Land leben. Es ist völlig felsig, ohne das geringste Zeichen von Leben
und alles ist auf die Strahlung der Sonne verantwortlich. Nach einiger Zeit ereignete sich ein weiteres Wunder der Natur. Der aus dem Ozean entweichende Sauerstoff reagiert chemisch mit der Strahlung und beginnt neue Gase zu bilden. Ozon und Ozon bedecken allmählich die gesamte Erde und beginnen tödliche Strahlung zu absorbieren. Dieser Prozess dauerte 120 Millionen Jahre und die Ozonschicht wurde so dick, dass die Strahlung nicht mehr erlaubte, die Erdoberfläche zu erreichen. Vor 355 Millionen Jahren begannen die ersten Pflanzen auf der Erde zu erscheinen. Im Gegenzug beginnt es auch Sauerstoff freizusetzen. Einer der ersten Fische, Tiktaalik tiktaalik, schwamm bereits im Wasser. Tiktaalik benutzt seine Flossen als Krallen. Es kommt an Orten vor, an denen es eine große Anzahl an terrestrischer Vegetation gibt. Es ist ein Fisch, der 15 Millionen Jahre alt ist. Als sie sich langsam in ein Vierbeiner verwandelte, erwarb sie Gliedmaßen, die stark genug waren, um das Wasserelement zu verlassen und ein Landreptil oder ein Tier zu werden. Vor 360 Millionen Jahren begannen Lebewesen vom Meer zum Land zu wandern und Vögel, Säugetiere und Dinosaurier tauchten auf. In dieser Zeit begann die Erde mit Moos und riesigen Farnen zu bedecken, die Wälder und Dschungel bildeten, die kein Ende oder Rand hatten. Aber das ist erst der Anfang der natürlichen Ursprünge. Bitte lesen Sie die nächste Ausgabe, um diese Geschichte fortzusetzen.